Hallo meine Freunde, hola Madridistas, das Schicksal wollte es so. Real Madrid bekommt seine Revanche und spielt in der K.O.-Runde der Champions League wieder gegen Benfica Lissabon. Die Niederlage tut noch weh und Real Madrid bekommt seine Chance. José Mourinho kommt zurück in Santiago Bernabéu. Wann das so ist, wo wir zuerst spielen, wer danach auf uns wartet, meine Meinung zu dem Spiel, all das erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Danach schauen wir auch mal auf die Krankenstation, denn es gibt gute Nachrichten für den Madridismo. Ein Antonio Rüdiger und ein Trent Alexander-Arnold könnten morgen schon wieder im Kader von Real Madrid stehen. Was da los ist und vieles mehr schauen wir uns alles in diesem Video an. Viel Spaß dabei. Ja, erlaubt mir das Video mit einem persönlichen Anliegen zu starten. Ich wurde von euch ganz oft gefragt, Mario, hast du Instagram? Macht ihr Instagram etc. Und ich habe auf euch gehört, ich habe eine Instagram-Seite, die heißt ganz normal Real Mario 1902, so wie ihr es auf diesem YouTube-Kanal kennt. Also, wer mir auf Instagram followen möchte, der soll da bitte ein Follow da lassen. Da erfahrt ihr hier und da auch wahrscheinlich mal was über mein Privatleben. Auf jeden Fall, danke für die ganze Inspiration. Euer Wunsch ist mir Befehl. Aber jetzt starten wir mit Fußball. Insbesondere starten wir mit der Nachwuchsabteilung von Real Madrid. Gestern hatte Real Madrid Castilla ihr Heimspiel gegen Osasuna B, also die Jugendmannschaft von Osasuna. Ja, und ein sehr enttäuschender Auftritt von Real Madrid Castilla gegen den Tabellenvorletzten 1:1. Und wenn dieses Ergebnis nicht schon schlimm genug wäre, Real Madrid Castilla hat eine ganze Halbzeit gegen 10 Mann gespielt. Gegen den Tabellenvorletzten. Ja, der einzige Lichtblick am gestrigen Abend war César Palacios mit diesem absoluten Traumtor. Und ich kriege es nicht in meinen Kopf. Wir haben so viele Leute schon bei Real Madrid gesehen und César Palacios hatte eine Chance über 11 Minuten. Dieser Junge hat so viel Fußball in sich, der braucht viel mehr Chancen. Vor allem, wenn man sieht, was für einen blutlosen Fußball wir gerade spielen. Also eins könnt ihr euch sicher sein, dieser Junge würde sich für jede Minute bei Real Madrid zerreißen. Ja, wie dem auch sei, in der Tabelle bedeutet das, Real Madrid Castilla schafft den Sprung in die Playoff-Plätze nicht. Naja, kein guter Abend für Real Madrid Castilla. Aber jetzt kommen wir zur ersten Mannschaft. Ja, und ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem Elefanten im Glashaus an. Real Madrid gegen Benfica Lissabon. Doch bevor wir uns auf dieses Spiel konzentrieren, zeige ich euch die gesamten Begegnungen dieser K.O.-Runde. Wie ihr seht, oben fängt es an. Monaco trifft im französischen Duell auf Paris Saint-Germain. Galatasaray Istanbul trifft auf Kenan Yildiz und Juventus Turin. Real Madrid auf Benfica Lissabon, zu dem Spiel kommen wir jetzt gleich. Borussia Dortmund trifft auf Atalanta Bergamo. Karabakh auf der anderen Seite trifft auf Newcastle. Club Brügge auf Athletic Madrid. Bodo Glimt gegen Inter Mailand und Olympiakos Piräus auf Bayer Leverkusen. Sollte Real Madrid sich durchsetzen, wie gesagt, ich komme jetzt dazu, wartet in der nächsten Runde Sporting Lissabon oder Manchester City. Wir alle wissen, wie das Lossystem in der Champions League funktioniert. Sollte Real Madrid die geringste Wahrscheinlichkeit haben, auf Manchester City zu treffen, treffen wir auf Manchester City. Aber dafür müssen wir uns erst einmal gegen Benfica Lissabon durchsetzen. Wann sind die Spiele? Fangen wir erstmal mit den Fakten und Daten an. Relativ schnell, in 2 Wochen mehr oder weniger. Real Madrid muss nach Lissabon am 17. Februar. Markiert euch den Tag im Kalender, nimmt euch nichts vor. Abends natürlich ein Watchalong. Am 17. Februar trifft Real Madrid im Hinspiel in Lissabon auf José Mourinhos Benfica Lissabon. Eine Woche später, oder besser gesagt 8 Tage später, trifft Real Madrid in Santiago Bernabéu im Rückspiel auf Benfica Lissabon am 25. Beide Spiele um 21 Uhr. Ja, was sage ich zu diesem Los? Fangen wir erstmal fußballerisch an. Dieses Real Madrid wurde vor 3 Tagen schwindelig gespielt.
dass wir nicht 7 oder 8-1 verloren haben, war erst einmal ein komplettes Wunder. Ich weiß immer noch nicht, wie die den Kopfball aus 2 Metern nicht gemacht haben. Ich weiß immer noch nicht, wie Fede Valverde den Ball auf der Linie gehalten hat. Ich weiß immer noch nicht, wie Thibaut Courtois den einen Ball über die Latte gerettet hat. Und. Etliche Chancen knapp am Pfosten vorbei, Schüsse, die abgefälscht wurden, etc. Benfica Lissabon, wenn die das gleiche Spiel wiederholen, wie vor 3 Tagen und Real Madrid auch, diesmal würde Real Madrid nicht so glimpflich davon kommen. Und wir alle wissen, wie das Rückspiel im Santiago Bernabéu aussehen wird. José Mourinho wird den Bus parken, wird das Flugzeug parken, wird von mir aus ganz Lissabon vor dem Tor parken und wird versuchen, das Ergebnis aus dem Hinspiel zu halten. Also für mich ist dieses Hinspiel extrem entscheidend. José Mourinho ist ein Spezialist in diesen K.O.-Runden. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, wann es so weit gekommen ist, aber ich vertraue Real Madrid gegen keine Mannschaft. Früher hatte ich das Gefühl, egal wer uns zugelost wird, wir kommen durch, wir sind Real Madrid. Diese Mannschaft hat mich so demoralisiert, so oft enttäuscht, dass es keinen Gegner in der Champions League gibt, wo ich sagen würde, wir setzen uns hier locker durch. Ich meine, wie denn auch? Diese Mannschaft ist im Pokal gegen den Tabellen 17. der 2. Liga rausgeflogen. Diese Mannschaft wurde gegen Lissabon verprügelt. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir davon abhängig sind, dass diese Jungs Bock haben, Intensität auf den Fußballplatz zu bringen. Und ich habe diesen Jungs zu oft vertraut. Ja, Stand jetzt sehe ich diese K.O.-Runde bei einer 50-50 Chance. Und trotzdem, so blöd es sich anhört, ist mir dieses Los gegen Benfica das liebere Los gewesen. Und das aus verschiedenen Gründen. Grund Nummer 1, die Alternative. Bodo Glimt. Die Mannschaft ist underrated ohne Ende. Die haben Manchester City geschlagen, Juve geschlagen. Die haben vor 3 Tagen bei Atletico Madrid gewonnen. Also, das ist ein kleiner Name, aber die spielen einen stabilen, guten, vor allem High-Intensity-Fußball, den Real Madrid zurzeit nicht matchen kann. Ja, Grund Nummer 2, die Bedingungen. Die kommen aus Norwegen, Bodo Glimt. Im Februar in Norwegen, bei dem Wetter, meint ihr, Vini Junior, Rodrigo etc. hätten Bock? Die haben nicht mal Bock gegen Albacete. Meint ihr, die hätten Bock bei Minusgraden in Norwegen? Also ich glaube, da wäre nach der Hinrunde wahrscheinlich, nach dem Hinspiel das Spiel wahrscheinlich schon gegessen. Ja. Und Grund Nummer 3, nennt mich naiv, und das bin ich wahrscheinlich auch, aber ich habe ein kleines bisschen Resthoffnung, dass diese Mannschaft noch ein bisschen Selbstliebe, ein bisschen Stolz in ihren Venen trägt und sich für die Blamage von Mittwoch revanchieren möchte. Vielleicht so ein bisschen wie im Klassiko, da hat man gesehen, die Mannschaft war angestachelt, war im Ego verletzt und haben im Klassiko ein richtig gutes Fußballspiel abgeliefert. Wie gesagt, wir sind darauf angewiesen, dass unsere Jungs Bock haben. Es ist peinlich, aber es ist so. So funktioniert Real Madrid zurzeit. Naja, und vielleicht sind sie angestachelt oder sind noch im Ego verletzt, wenn die sowas überhaupt besitzen, nach dem Spiel gegen Benfica Lissabon. Ich hoffe, dass das Santiago Bernabéu den morgen die Meinung zeigt zu dem Auftritt in Lissabon, denn das war nicht Real Madrid würdig. Ja, wie gesagt, das sind die Gründe, warum ich das Los Benfica Lissabon bevorzuge, und ich bin trotzdem nicht der Meinung, dass wir hier locker weiterkommen. Das ist eine 50-50 K.O.-Runde. Wenn wir so spielen wie am Mittwoch, sind wir raus. Das sage ich jetzt schon mit Vorankündigung. Ja, wie dem auch sei, Real Madrid trifft auf Benfica Lissabon. Viele von euch haben sich die Revanche gewünscht. Ja, aufpassen, was man sich wünscht. Ich bin mal gespannt, ob unsere Jungs da auch wirklich abliefern. Doch vor der Champions League steht natürlich morgen das Ligaspiel an, zu Hause gegen Rayo Vallecano. Aber dieser Ligaspieltag könnte, wie jeder andere, sehr interessant sein für die Interessen von Real Madrid. Ich zeige euch mal den Spieltag der spanischen La Liga und mit einem Auge schauen wir mal auf die Konkurrenz. Und wie ihr seht, es ist der Spieltag, an dem die Konkurrenz auswärts spielt.
spielen muss und Real Madrid zu Hause spielen darf. Wie gesagt, ich vertraue der Mannschaft auch nicht zu Hause inzwischen, aber das ist ein anderes Thema. Atletico Madrid muss bei Levante ran. Levante Tabellenvorletzter. Naja, manchmal bedeutet das nichts, haben wir gestern bei Real Madrid Castilla gesehen. Und der FC Barcelona hat heute Abend auch ein sehr interessantes Auswärtsspiel. Elche ist eine Mannschaft, die einen guten Fußball spielt, die High Intensity vorne drauf geht. Ich würde mich nicht wundern, wenn es heute eine Überraschung gibt. Also schaut heute mal nach Elche. Vielleicht gibt es ein Ergebnis, was interessant sein dürfte für Real Madrid. Wir treffen, wie ihr es inzwischen wisst, morgen um 14 Uhr auf Rayo Vallecano. Natürlich gibt es da eine Watchparty. Ich freue mich auf jeden einzelnen von euch. Ja, für diejenigen, die die Tabelle nicht kennen, ich blende die nochmal ein. Zurzeit sind wir einen Punkt hinter dem FC Barcelona. Nach der Leistung, die wir zurzeit zeigen, ist es zwar naiv, von der Meisterschaft zu reden, aber wir sind nur einen Punkt dahinter. Sollte Barcelona in Elche patzen, könnten wir auf den ersten Tabellenplatz springen. Ich glaube, das ist die größte Hoffnung für jeden Madridista. Auf dieses Spiel bereiten sich unsere Jungs natürlich vor, haben sich gestern vorbereitet, ist auch so eine Sache. Donnerstag hatte die Mannschaft erst einmal trainingsfrei. Nach dem Spiel in Lissabon, was glaubt ihr, was ein José Mourinho, wenn der unser Trainer wäre, mit Real Madrid gemacht hätte? Die hätten Steigerungsläufe gemacht, die hätten Berge hochlaufen können, die hätten Treppen gelaufen. Aber nein, Álvaro Arbeloa hat denen erst einmal einen Tag freigegeben. Ich bin gespannt, wie viele von unseren Jungs schnell mal in Dubi waren, um da ein bisschen Spaß zu haben. Sachen, die mich ein bisschen aufregen. Ja, wie dem auch sei, parallel seht ihr das Training von gestern. Da sind die Jungs wieder in den Trainingsalltag eingestiegen, bereiten sich auf das Spiel von morgen vor. Und ihr seht es auch schon, gute Nachrichten für den Madridismo. Ich lese es kurz vor. Trent Alexander-Arnold und Antonio Rüdiger können im Kader von Álvaro Arbeloa für das Spiel gegen Rayo Vallecano am 22. Spieltag der La Liga stehen. Die beiden Verteidiger von Real Madrid nahmen am Mannschaftstraining teil. Eine Entscheidung über ihren Einsatz wird morgen Samstag fallen. Der Artikel ist von gestern. Also heute noch einmal Abschlusstraining von Real Madrid. Man schaut, wie ist die Sensation von einem Trent Alexander-Arnold, wie ist das Gefühl bei einem Antonio Rüdiger. Und wenn die beiden abnicken, dann sind sie morgen im Kader gegen Rayo Vallecano. Für mich sind das sehr gute Nachrichten. Nicht nur gegen Benfica Lissabon, in jedem High-Intensity-Spiel hat man gesehen, Real Madrid hat große Probleme, den Ball spielerisch hinten rauszuspielen. Und das ist Trent Alexander-Arnolds große Stärke. Seine Diagonalpässe nach links vorne, seinen sicheren Spielaufbau, den kannst du immer anspielen. Der hat in der Defensive mit Sicherheit den ein oder andere Schwäche, aber nach vorne ist er eine Macht und kann Real Madrid extrem helfen. Und ein Antonio Rüdiger, ja, alleine, weil wir den in 2 Wochen in Lissabon brauchen. Wir dürfen hier nicht vergessen, dass ein Raúl Asensio sich eine dämliche gelb-rote Karte abgeholt hat. Das wird ein bisschen verdeckt davon, dass Rodrigo sich eine noch dämlichere rote Karte abgeholt hat. Rodrigo hat sich dazu auch übrigens geäußert. Lesen wir uns das auch einmal durch. Gestern habe ich mich bei meiner Beschwerde über die Zeitspielerei etwas hinreißen lassen. So bin ich normalerweise nicht. Ich bin noch nie zuvor als Spieler von Real Madrid vom Platz gestellt worden und kenne die Konsequenzen. Ich entschuldige mich bei den Fans, dem Verein, meinen Mitspielern und dem Trainer. Wir halten zusammen und kämpfen weiter für dieses Wappen und die Champions League. Also, zunächst einmal das Erste, was ich gedacht habe, als ich diese Entschuldigung gelesen habe, war, zumindest erinnert sich der Brasilianer an den Trainer bei seiner Entschuldigung. Der andere Brasilianer hat das ja bei seiner Entschuldigung seltsamerweise vergessen, ist immer noch bis heute einer der einzigen, der sich nicht von Xabi Alonso verabschiedet hat. Und wir sollen aber glauben, dass die Kabine fein war mit Xabi Alonso und nicht gegen den Trainer gearbeitet hat. Oh, diese Mannschaft hat so viele Probleme. Ich bin auch der Meinung, Rodrigo sollte sich nicht für diese gelb-rote Karte entschuldigen, sondern vielmehr für seine Leistung in den letzten 1,5 Jahren. Was ist da los? Immer einer der Unruheherde. Als er im Pokalfinale ausgewechselt wurde, zu Recht, war der auf einmal 2 Monate verschwunden. Und wir müssen glauben, dass es mentale Probleme waren, obwohl das auch nie irgendwo offiziell gesagt wurde. Naja, jeder kann glauben, was er will. Aber ich habe gesagt, in dieser Kabine, in dieser Mannschaft fehlt es an so viel. Und dann verabschiede ich mich auch mit dem letzten Thema. Ja, die Schande von Lissabon.
Real Madrid spielt dieses absolute Schande an Fußballspiel. Und Real Madrid, die Spieler, wollen sich nach dieser Leistung vom Platz schleichen. Die waren schon auf dem Weg in die Kabine. Ich zeige euch das Video. Und Thibaut Courtois ist eskaliert. Und hat zumindest ein Mann mit Charakter in dieser Kabine, hat wild gestikulierend es geschafft, dass 5, 6 Spieler zu den Auswärtsfans gehen und sich bedanken bei den Auswärtsfans und sich meiner Meinung nach auch entschuldigen für diese katastrophale Leistung, für dieses scheiß Fußballspiel, nachdem die Fans von Real Madrid 2000 Kilometer angereist sind. Wenigstens hat ein Mann Anstand in der Kabine. Und ich glaube, diese Szene zeigt so viel über Real Madrid. Es fehlt einfach an Liedern. Gott sei Dank haben wir Thibaut Courtois. Es fehlt an Charakter. Ja, und es fehlt an so viel, dass ich persönlich, Stand heute, kein Licht am Ende des Tunnels sehe. Ich bin gespannt, ob ich zu pessimistisch bin. Ich bin gespannt, was du zum Los von Real Madrid sagst, was du zur Revanche gegen Benfica Lissabon sagst, was du zu diesem Video zu allem sagst. Lass deine Meinung dazu bitte in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, lasst ein Like da, teilt dieses Video, hypen, hypen, hypen. Wer noch kein Follow da gelassen hat, tut das bitte. Auch gerne bei Instagram, nicht vergessen. Ja, wir sehen uns morgen wieder, spätestens beim Live-Watch-Along, bei der Watch Party. Hoffentlich seid ihr so viele da. Also, bis dahin. ¡A la